Ein schönes Gefühl, ja, das Meeresrauschen und die Weite. Es gibt sie noch, die ruhigen Buchten. Doch an immer mehr Stränden wird es voll in Portugal. Die Urlauberzahlen haben sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Für das Land ist das eine immens wichtige Einnahmequelle. Mehr als 1 Million Portugiesen leben vom Tourismus. Wir müssen im Geschäft bleiben und unsere Gäste glücklich machen. Dazu gehörte bislang immer ein Pool. Doch Portugal leidet zunehmend unter Trockenheit. Hotels müssen Wasser sparen. Aber die Touristen machen nicht alles mit. Ein Schwimmbad ist eigentlich unersetzbar, wenn man wirklich gerne im Wasser ist. Den Tourismus in eine andere Richtung lenken, ohne eine ganze Branche zu gefährden. Kann das gelingen, bevor es zu spät ist? Wenn das Wasser ausgeht, dann geht es für jeden aus. Und das werden wir wahrscheinlich leider bald erleben. Lissabon, Portugals Hauptstadt. Die kleinen Straßenbahnen sind ihr heimliches Wahrzeichen. Perfekt für eine Stadtrundfahrt oder ein Post auf Instagram. Die Plattform hat der Stadt mit den 7 Hügeln einen riesigen Boom gebracht. Alte Häuser und enge Gässchen, die perfekte Kulisse. Mitten in Alfama, dem ältesten Stadtteil Lissabons, treffen wir Rafaela und Jessica aus Großbritannien. Hier sind viele junge Leute. Es scheint dieses Jahr das Ziel Nummer 1 zu sein. Viele meiner Freunde zu Hause waren auch schon hier. Ja. Ich habe viel auf Instagram gesehen, deshalb bin ich hergekommen. Es ist bunt und fröhlich, richtig gut. Auf Social Media dürfen Lissabons berühmte Törtchen, die Pastéis de Nata, natürlich nicht fehlen. Dass Rafaela und Jessica sich hier schon so zu Hause fühlen, hat auch mit ihrer Unterkunft mitten im Viertel zu tun. Wir wohnen in einem kleinen Airbnb. Es ist schön, in einer wirklich guten Lage, echt zentral. Wir sind damit sehr zufrieden. Das spezielle Lissabon-Gefühl, das die vielen Touristen suchen, hat aber eine Kehrseite. Wir treffen Maria de Lourdes Pinheiro. Sie saß viele Jahre im Gemeinderat von Alfama, dem Stadtteil, der bei Touristen am beliebtesten ist. Auf einem Gang durchs Viertel zeigt sie uns die vielen AL-Schilder, Hinweise auf Touristenwohnungen. In dieser Straße sind überall AL-Wohnungen. Es gibt ganze Gebäude nur mit Ferienunterkünften. Auch die Straßenbahn, das wichtigste Verkehrsmittel hier, ist voll mit Urlaubern. Die Stadt erkunden wie ein Einheimischer. Doch die kommen kaum noch rein. Lourdes hört immer wieder, wie sehr der Tourismus die Bewohner hier belastet. Halt die Ohren steif, halt durch. Viele haben den Eindruck, dass ihnen ihr Viertel immer weiter weggenommen wird. Ich bin bissig, so bin ich halt. Mich kriegt hier keiner raus. Diebe, dies ist ein Land des Diebstahls. Wir erfahren von Lourdes, die Touristen belasten den Wohnungsmarkt und das Verkehrssystem. Aber mittlerweile wird auch ihr Wasserverbrauch problematisch. Denn Wasser wird hier durch den Klimawandel deutlich knapper. In diesem Frühling hat es außergewöhnlich viel geregnet. Deshalb müssen die Brunnen in diesem Jahr nicht abgestellt werden. Aber die mehr als 5 Millionen Touristen, die jedes Jahr nach Lissabon kommen, überfordern die Wasserversorgung der Stadt immer mehr. Am Hafen wird deshalb ein riesiges Rückhaltebecken gebaut. Wenn es regnet, soll hier Wasser gespeichert werden. Das alles wird über 200 Millionen Euro kosten. Soll 2030 fertig sein. Ob das reicht? In einer Stadt, die so beliebt ist und so viele Besucher anzieht? Wer die Schönheit von Lissabon in Ruhe genießen möchte, muss früh aufstehen. Für das goldene Licht der Stadt sind Andrea und Karin schon um 7 Uhr hergekommen. Und sie haben Glück. Auf den beliebten Terrassen in Alfama sind sie heute noch ganz alleine.
ist einfach eine wahnsinnig schöne Stadt, direkt am Wasser, total schöne Häuser, total schöne Farben, der Himmel ist, also ich bin zum ersten Mal da und es hat mich gestern direkt überzeugt. Und dass alles dann in Orange getaucht ist, dass nachts aber auch noch Leben auf den Straßen ist, also eigentlich ist es total lebendig. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, keinen Moment hier, der nicht schön ist. Doch dann ist es plötzlich vorbei mit der Idylle. Ein Kreuzfahrtschiff kommt an. Lissabon ist beliebt und berühmt als Kreuzfahrthafen. Die Schiffe legen direkt unterhalb der Stadt an. Die Passagiere genießen eine herrliche Aussicht. Er nicht. Ben-Hur Saldanha. Er hat eine schöne kleine Wohnung mit Blick aufs Wasser. Doch die Aussicht vom Balkon wird ihm häufig verdorben. Er zeigt uns Videos, die seine Nachbarn mit dem Handy gefilmt haben. Dauerbeschallung und dicker Smog. Mehr als 300 Kreuzfahrtschiffe fahren Lissabon pro Jahr an. Sie haben den Motor rund um die Uhr an, vom Anlegen bis zum Ablegen. Das größte Kreuzfahrtschiff, das ich je gesehen habe, das hatte 3 Schornsteine mit schwarzen Abgasen. 3 Tage am Stück. Wegen dieser Luftbelastung gilt Lissabon als 6. schmutzigster Hafen Europas. Die Abgase ziehen von hier direkt in die Stadt. Der Grund? In Lissabon ist es technisch nicht möglich, die Schiffe von Land aus mit Strom zu versorgen. Aber auch sie wollen mit Wasser versorgt werden. Jeder Passagier verbraucht etwa 200 Liter pro Tag. Einen Teil davon können moderne Schiffe aus Salzwasser gewinnen. Zusätzlich wird aber in den angelaufenen Häfen bei Bedarf Wasser unter Deck gepumpt. Mit jedem Kreuzfahrtschiff kommen mehrere tausend Menschen. Die meisten voller Vorfreude auf ihren Landgang. Auch ihr Ziel sind die romantischen Aussichtsterrassen in Alfama. Sie schauen auf eine wunderschöne Stadt, die ihre Beliebtheit mittlerweile an Grenzen bringt. Von der Ruhe am Morgen ist hier jetzt nichts mehr übrig. Eine halbe Stunde von Lissabon entfernt nehmen wir die Fähre nach Comporta. Hier werden wir hautnah erleben, welche Auswirkungen die Wasserknappheit schon heute hat. Die Halbinsel Comporta lockt Besucher mit 60 Kilometern unberührter Küstenlinie. Der letzte wilde Strand von Portugal. Die ganze Region war bis vor einigen Jahren noch Naturschutzgebiet. Doch dann kamen die Ausnahmegenehmigungen für Ferienresorts. Hier sind Luxus-Lodges entstanden, gut versteckt in den Pinienwäldern. Fast alle mit Pool, und das hat Folgen. Wir treffen Maria Teresa Santos und Margarida Dias. Sie zeigen uns einen See, der keiner mehr ist. Hier ist Margarida 2018 noch geschwommen, dann ist er ausgetrocknet. Wir wären hier jetzt unter Wasser. Ich war damals mit meinem Hund hier. Ich bin geschwommen und er war einfach super glücklich im Wasser. Hier gab es einen kleinen Steg mit Kanus und allem drum und dran. Und die Leute waren mit ihren Stand-up-Paddles und Kanus einfach in der Lagune. Also ein bisschen anders als heute. Naherholung auf einer Fläche so groß wie mehrere Fußballfelder. So groß war der See. Nichts davon ist übrig, weil immer mehr Grundwasser abgepumpt wird. Vor allem von den Luxusresorts. So erzählen es uns die beiden. Der Grundwasserspiegel sinkt sehr schnell. Das Ausmaß der Entwicklung, die hier im Moment stattfindet, ist völlig unhaltbar. 10 Autominuten entfernt entsteht schon das nächste Hotelresort. Für 500 Millionen Euro. Auch George Clooney und Madonna haben investiert. Sogar ein Golfplatz mit tiefgrünen Greens entsteht. In einer der trockensten Regionen Portugals. Das macht mich wütend und traurig. Wie kann man die Natur nur so zerstören? Leute können gerne in England Golf spielen, wo es Wasser gibt, aber nicht hier, denn das passiert, wenn man hier Golf spielt. Wir haben kein Wasser mehr in der Lagune. In unmittelbarer Nachbarschaft des ausgetrockneten Sees Luxustourismus. Hinter diesem Tor verbirgt sich das Sublime Resort. Alles dahinter ist normalerweise top secret. Manager Miguel Plantier nimmt uns mit auf eine kurze Tour über das Gelände. Gäste ansprechen sollen wir aber nicht.
Wir haben es in der Regel mit Kunden zu tun, die aus großen Städten und Metropolen in Europa kommen. Sie suchen diese Art von entschleunigtem Leben und mehr Kontakt mit der Natur, mit den Tieren, den Vögeln und all den Pflanzen, die wir hier haben. Zwischen den Bäumen verstecken sich die 22 Villen des Resorts. Einen Golfplatz gibt es nicht und Miguel sagt, dass man bei der Planung an die Wasserproblematik gedacht habe. Das Wasser, das in den Duschen und Schwimmbädern benutzt wird, wird in einer Anlage aufbereitet, damit es zur Bewässerung der Pflanzen verwendet werden kann. Die klassischen Pools des Resorts zeigt Miguel uns nicht. Unsere Tour endet am Biopool, wo Pflanzen für sauberes Wasser sorgen. 9 Unterkünfte teilen sich diesen Ökopool. Woher das Wasser kommt, das ist nicht ganz so nachhaltig, räumt Miguel auf Nachfrage ein. Es gibt ein paar Brunnen hier auf dem Grundstück und im Grunde genommen müssen wir dieses Wasser anfangs für den Pool hochpumpen. Und mit dem Regenwasser können wir einen Teil davon in Tanks speichern, die wir dann auch zum Füllen der Swimmingpools verwenden. Aber es ist nicht nur Regenwasser. Nein, dafür regnet es in dieser Region nicht genug. In einer idealen Welt würden wir gerne etwas haben, das komplett nachhaltig ist, sich selbst trägt. Wir streben an, diesen Punkt zu erreichen. Im Luxustourismus erwarten die Gäste immer ein gewisses Maß an Annehmlichkeiten. Und wir versuchen, sie ihnen zu bieten, aber mit so wenig Auswirkungen wie möglich. Wie Urlaub im Sublime Resort aussehen kann, entdecken wir auf Instagram. Influencer haben ihre Poolparty online gestellt. Ein Urlaubstraum. In einer der wasserärmsten Regionen von Portugal. Einen Grund, auf diese Art von Tourismus hier zu verzichten, sieht Miguel nicht. Das wäre ja dann nur in der Schweiz möglich. Ich meine, die einzigen Länder in Europa, die keine Probleme mit Wasser haben, sind wohl die Alpenländer. Das Sublime hier auf der Halbinsel Comporta soll sogar noch wachsen. Auf der anderen Straßenseite haben die Betreiber sich 51 Hektar Land gesichert, für 43 neue Villen und viele Pools. Verbraucht der Tourismus hier zu viel Wasser? Auf ihrem Weg zurück vom ausgetrockneten See entdecken Margarida und Maria Teresa ein Luxusferienhaus mit Gartenbewässerung. Dies ist eine Region, in der jeder, der einen kleinen Garten hatte, seine eigenen Lebensmittel anbaute, um sich selbst zu versorgen. Viele Menschen hier haben nicht mehr genug Wasser dafür. Sie haben auch kein Geld, um das Wasser für die Bewässerung ihres Gartens zu bezahlen. Also haben sie aufgehört zu gärtnern und müssen jetzt alles kaufen. Auf diese Weise wird gestohlen, denn die Menschen, die früher Wasser hatten, haben es nicht mehr. Und jetzt wird es anderweitig genutzt. Wer davon profitiert, sind die Touristen. Sie verschwenden es, sie stehlen es sogar. Wie sehr dieses Wasser den Einheimischen fehlt, sehen die Touristen nicht. Am nächsten Morgen besuchen wir Margarida auf der Farm ihrer Familie ganz in der Nähe. Sie bauen hier Weizen und Gemüse an. Und sie haben Korkeichen. Etwa alle 8 Jahre werden sie geschält. Der große Baum in der Mitte wurde schon von ihren Vorfahren gepflanzt. Hier haben wir also die Korkeiche, die wir Grandma Tree nennen. Und wir glauben, dass sie etwa 300 Jahre alt ist. Sie ist also eine der ältesten Korkeichen des Landes. Ein echtes Naturdenkmal, das allerdings in Gefahr sein könnte. Margarida macht sich Sorgen, wie lange die jahrhundertealte Korkwirtschaft der Familie hier noch funktionieren kann, in Zeiten knappen Wassers. Das ist ja etwas, das es nicht mehr so oft gibt. Wir haben mehr und mehr damit zu kämpfen, dass der Mangel an Regen und der Mangel an Wasser im Boden die Bäume beeinträchtigt. Und da das seit Jahren so geht, fangen sie an zu sterben und wir verlieren gerade viele Bäume in unseren Beständen. Comporta,
Das sind bislang noch kilometerlange, vollkommen unberührte Traumstrände. Mit vielen Hektar Urwald hinter den Dünen. Wie wird sich diese Oase verändern, wenn sich hier der Luxustourismus weiter ausbreitet? Wir sind unterwegs in den Süden, an die Algarve. Schnell wird es deutlich trockener. Die Algarve ist berühmt für ihre Sandstrände, eingefasst von außergewöhnlichen Felsformationen. Wer hierher kommt, sucht den klassischen Badeurlaub. Küstenorte wie Lagos sind aber auch von massiven Hotelbauten geprägt. Mehr als 1 Million Touristen kommen pro Jahr, bei gerade mal 24.000 Einwohnern. Die Strandduschen mussten in der Region schon abgestellt werden. Die Wasserknappheit ist eine echte Herausforderung. Die Regionalregierung der Algarve hat die Hotels in diesem Jahr deshalb dazu verpflichtet, 15% Wasser einzusparen. Auch das Cascade Wellness Resort am Rand von Lagos. Hier sollen aber die Touristen möglichst wenig vom Wassermangel mitbekommen. Hotelmanagerin Silvana Pombo arbeitet daran, die Palmen auf dem Gelände schrittweise durch heimische Arten zu ersetzen. Dies ist eine der Arten, die an der Algarve vorkommen und sehr wenig Wasser zum Überleben brauchen. Und es ist ein schöner Baum. Es ist eine der Arten, die wir in unserem Ressort erhalten und entwickeln wollen. Weniger Gießen heißt weniger Wasserverbrauch. Der Rasen rund um den Pool wird aber auch weiterhin täglich gewässert. Zu viel zumuten will Silvana Pombo ihren Gästen nicht. Einiges in der Anlage soll schön grün bleiben. Touristen lieben Gras, deshalb werden wir schrittweise vorgehen. Wir müssen die Grasflächen reduzieren. Wir wollen sie nicht ganz abschaffen. Sie sind wichtig, weil die Leute sie mögen, aber wir können sie reduzieren. 15% weniger Wasserverbrauch. Die Folgen dieser Vorgabe der Regionalregierung sieht man im Hotel bereits deutlich. Schon wenige Meter abseits vom Pool wird es braun. Nicht gut. Natürlich ist das nicht schön. Niemand mag solche Gärten, vor allem nicht, wenn man die Dinge sterben sieht, oder? Aber auch hier gilt, wenn wir an die Zukunft denken und uns für etwas Besseres entscheiden, dann kann meiner Meinung nach jeder helfen. Besonders hart hat es den Abschlagplatz des Hotels getroffen. Schon seit Wochen wird hier nicht mehr gegossen, wegen der Wasserknappheit. Das Hotel hat ihn aufgegeben. Ein Angebot weniger für die Touristen. David kommt schon seit Jahren hierher, auch zum Golfen. Früher war es echt gar kein Problem. Es wurde sehr viel bewässert, viel Wasser benutzt, um alles sehr grün zu halten und auch Touristen anzuziehen. Und ja, der Rasen spürte sich super an beim Spielen. Und jetzt mittlerweile sehr viel trockenes Gras. Es spielt sich weniger gut. Die Touristen regen sich auch auf. Aber ich glaube, das sind aber Maßnahmen, die man konsequent durchziehen muss, ja. Das Cascade Wellness Resort hat schon viel Wasser eingespart. Am Pool will das Management aber keine Abstriche machen. Und das, obwohl direkt unterhalb des Hotels ein Sandstrand wie aus dem Reisekatalog liegt. Nicht zu voll, herrlich klares, sauberes Wasser. Die meisten Gäste legen aber trotzdem offenbar Wert auf den Hotelpool. Auch David. Morgens hier die Bahn zu ziehen, ist schon praktisch. Muss nicht immer sein, aber gehört schon definitiv zum Urlaubsfeeling dazu. Und wäre schade, wenn es nicht dazu gehören würde, ja. Aber jetzt habt ihr ja das Meer direkt nebendran. Ja, das stimmt auch. Ist auch eine gute Kompensation dazu. Aber ein Schwimmbad ist eigentlich unersetzbar, wenn man wirklich gerne im Wasser ist. David ist einer der wenigen, der den Pool tatsächlich regelmäßig für Sporteinheiten nutzt. Jeden Morgen vor dem Frühstück. Und wenn du jetzt so ein bisschen abhängst wie jetzt gerade, ist auch angenehmer? Ja, hilft auch. Hotels wie das Cascade Resort versuchen die Touristen langsam an die neue Wasserknappheit zu gewöhnen. Währenddessen werden Ferienhäuser oft gar nicht kontrolliert. Hier ist der Rasen sattgrün
und der Pool tiefblau. Wir brauchen beides. Wir gehen zuerst ins Meer und dann nochmal in den Pool. Wir sind in Albufeira. Auch hier gibt es Hotels mit großen Pools, direkt am Strand. Vor allem Briten und Niederländer kommen gern hierher. André Raimundo arbeitet hier als Tourguide. Er versucht, die Touristen mit seinen Angeboten weg vom Strand ins Hinterland zu locken. Der Wasserfall von Alt ist seit Jahren ein fester Programmpunkt auf seiner Tour. André zeigt uns, wie schön es dort sein kann. Letztes Jahr im Februar war der Wasserfall voller Wasser. Wir haben dort einen Werbefilm gedreht. Es war voller Wasser und schön. Heute sieht der Wasserfall so aus. Die Kalkrückstände zeigen deutlich, dass hier mal viel mehr Wasser geflossen ist. Für André ist das kein schöner Anblick. Vor 7 Jahren gab es hier doppelt so viel Wasser, auch im Sommer. Wir hätten nicht an dieser Stelle stehen können, wie wir es jetzt tun. Das Wasser ging über diese Felsen hier und ist dann das Tal entlang geflossen. So sah der Wasserfall damals aus. Ohrenbetäubendes Wasserrauschen und das komplette Becken war mit Wasser gefüllt. Doch dann kam die große Trockenheit. So will André den Wasserfall seinen Kunden nicht mehr präsentieren. Es ist nicht mehr genug Wasser da, das ich den Touristen zeigen könnte. Meer wäre natürlich viel besser. Als ich 2017, 18 mit den Touren angefangen habe, gab es das ganze Jahr über genug Wasser. 6 Angestellte beschäftigt André mittlerweile in seinem Büro im Zentrum von Albufeira. Viel Verantwortung. Seit der Wasserknappheit sind seine Touren immer schlechter besucht. Ja, das ist hart. Es ist noch kein großes Problem, aber ich könnte natürlich viel bessere Geschäfte machen und mehr Touren verkaufen, wenn es mehr Wasser gäbe. Von hier aus starten seine Touren. Für seine Gäste musste er sich Alternativen überlegen. Ein paar Kilometer entfernt vom Wasserfall gibt es noch genug Wasser. Heute ist es hier 34 Grad heiß. Das kalte, aufgestaute Wasser eines kleinen Bergbaches ist da genau das Richtige. Es ist super gut. Es gibt viele Bäume. Ich liebe es. Das Wasser ist kalt, aber das tut gut. Es ist wirklich charmant hier. Hier bekommen die Touristen kaum etwas mit vom Wassermangel. Für den Moment ist also alles halbwegs in Ordnung für André. Doch er macht sich Sorgen. Denn rund um den Wasserfall wurden Orangenfarmen angelegt. Jeder einzelne Baum muss bewässert werden. Der Baum braucht so viel Wasser. Ich bin mir nicht sicher, wie stark sich das auf den Wasserfall auswirkt, aber mit Sicherheit gibt es Auswirkungen. Gräbt die Landwirtschaft dem Tourismus das Wasser ab? Im Hinterland der Algarve entdecken wir viele Gewächshäuser, in denen vor allem Früchte wie Erdbeeren und Blaubeeren angebaut werden, die für das trockene Klima nicht gemacht sind. Gewächshäuser bis zum Horizont. Die Landwirtschaft ist zuletzt um etwa 2% pro Jahr gewachsen. Es muss immer mehr Grundwasser hochgepumpt werden, um noch genug Wasser für die Bewässerungsgräben zwischen den Plantagen zu haben. Auf der Farm von Margaridas Familie in Comporta wird Landwirtschaft noch in eher traditionellen Formen betrieben. Aber der Grundwasserpegel sinkt, seitdem in der Nachbarschaft in großem Stil neue Früchte angebaut werden. Sie pflanzen Avocados, Beeren, Orangen und Clementinen an. Und das ist intensive Landwirtschaft, die Millionen Liter von Wasser pro Jahr benötigt. Was da passiert, ergibt einfach keinen Sinn mehr. Wir haben weniger Wasser, aber die Notwendigkeit von Bewässerung erreicht immer neue, absurde Ausmaße. Und der Bedarf an Wasser steigt für alle Menschen in diesem Gebiet, auch für die Resorts und die Pools. Es ist einfach die Frage, wo die Grenze liegt und wann es aufhört. Portugal braucht dringend neue Wasserquellen für den Tourismus und die Landwirtschaft, die beide immer weiter wachsen. Die Lösung könnte auch in der Luft liegen. Wenige Autominuten von Coimbra im Norden Portugals geraten wir in dichten Nebel. Und das ist gut so. Der Nebel hat uns hierher geführt.
Wir treffen André Motta vom Projekt Live Nieblas. Der zeigt uns, wie er aus der Luft Wasser gewinnt, fast von ganz allein. Er zeigt uns seine Nebelfänger am Abhang eines Hügels. Die Wasserteilchen in der Luft, die mit dem Wind transportiert werden, werden in diesem Netz aufgefangen, das aus mehreren Schichten besteht. Wenn sich ein Tropfen bildet, der groß genug ist, um am Netz herunterzulaufen, fällt er auf das Tablett und wird dann von diesem Rohr aufgenommen, das alles Nebelwasser sammelt und es in den darunterliegenden Wassertank leitet. Das System arbeitet ohne Energieinput. Wenn es erst einmal steht, braucht es auch keine Arbeitskräfte. 50 Meter hangabwärts präsentiert uns André stolz den Tank, in dem sich das Wasser sammelt und von dort weiter verteilt wird. Jetzt ist er gefüllt. Und danach werden wir das Wasser zum Gießen unserer Pflanzen verwenden. Der Tank speist 350 Bäume, die André hier gepflanzt hat. Das Wasser wird in Papierbehälter geleitet, in denen es versickert. In den letzten 2 Jahren sind diese Bäumchen 25 Zentimeter gewachsen. Eichen, typisch für Portugal. Die werden später sogar gegen Feuer schützen. Wenn es uns gelingt, diesen Ort widerstandsfähiger gegen Brände zu machen, mit Bäumen, die Feuer besser standhalten, hat man die Chance, Brände zu verhindern oder leichter zu bekämpfen. Auch Waldbrände sind ein Thema, das durch die zunehmende Trockenheit immer drängender wird. Es wird uns auf unserer Reise auch später noch begegnen. Die kleinen Eichen werden eines Tages einen dichten Wald auf den heute noch kahlen Hängen bilden. Das System der Nebelfänger ist bislang nur ein Pilotprojekt, aber eins, das Hoffnung macht. Ich hatte bereits viele Besucher aus anderen Teilen Portugals, zum Beispiel der Algarve, die sich die Installation ansehen wollten, um zu sehen, wie sie funktioniert, damit sie die Lösung in ihren Regionen nachbauen können. André Motta ist sich sicher, dass seine Nebelfänger in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. Für den immensen Durst der Tourismusindustrie wird das aber nicht reichen. Wir fahren an die Westküste der Algarve. Hier ist der Tourismus noch ursprünglicher, ohne große Clubhotels mit Pools. Wie kann das funktionieren? Wir sind am Strand von Otseish, ein echtes Paradies für Surfer. Aber auch Sandburgenbauer und Eingebuddelte fühlen sich hier sehr wohl. Gudrun und Isabel sind gerade von einem Tagesausflug ins Landesinnere zurückgekommen. Jetzt heißt es abschalten. Ein schönes Gefühl, ja, das Meeresrauschen und die Weite, ne? Und schön warm. Die Wellen zu hören, gell? Ja. Das tut gut. Vermisst ihr da überhaupt irgendwie so ein Hotelpool oder sowas? Nein, das haben wir auch noch nie gesucht. In unseren Urlauben war für uns Pool noch nie wichtig. Und wir haben uns auch nie wohlgefühlt an einem Pool. Es ist schöner am Meer zu sein, ne? Ja. Diese natürliche Meerluft. Ja. Ja, aber die Wellen sind Neben der Meeresbrise genießen die beiden hier vor allem den Ausblick auf die Surfer. Die meisten üben noch. Guck, sie steht. Ah ja, und jetzt nicht mehr. Genau. Es sieht vermeintlich einfach aus von außen, aber wenn man drin ist, ist es wirklich schwierig. Doch dann macht sich Matteo mit einem Freund auf den Weg in die Wellen. Der Österreicher surft schon seit fast 10 Jahren. Und das sieht man gleich auf den ersten Blick. Hast du gesehen, der ja, da hinten den hat's jetzt, ja, den hat's aber jetzt der auch konnte runter. schon eine gute Welle nehmen. Nach einer guten Stunde braucht Matteo eine Pause. Durchschnittlich sind Surftouristen 2 bis 4 Stunden pro Tag im Meer. Braucht man da überhaupt noch einen Pool? Also ich bin so viel im Meer, dass ich jetzt nicht einen extra Pool brauche. Und beziehungsweise auch, dass ich das Meerwasser mehr genieße, also das als Chlorwasser.
Aber es gibt viele hier, die im Sommer, im Hochsommer gerne mal noch ins Pool danach springen, auch um das Meer abzukriegen oder so. Aber für mich persönlich reicht das Meer aus. Macht man sich da Gedanken, wenn man nach Portugal fährt, wegen Wassermangel, Süden? Ich glaube, beim ersten Mal wahrscheinlich nicht. Aber wenn man mal hier ein paar Wochen Zeit verbracht hat, dann merkt man das schnell, dass hier im Sommer ein bisschen zu trocken ist und Wassermangel da ist. Ja. Sind Surfer also die besseren Touristen? Auf jeden Fall bieten sie für den Rest vom Strand beste Unterhaltung. Da braucht man kein Fernsehen mehr. Nein. Gudrun und Isabel nehmen uns mit in ihre Unterkunft. Sie haben sich für das Resort Vida Pura entschieden. Etwa 10 Kilometer vom Strand entfernt im Hinterland. Aber dafür mit einem beeindruckenden Blick vom Balkon. Entspannung pur. Urlaubsfeeling. So, Urlaubsfeeling, ja. Ankommen. Wir trinken auf meinen Ehemann, auf ihren Vater, der zu Hause ist, weil das ja unser Weiberurlaub ist. Salute. Ja. Auf unseren Urlaub, den wir einmal im Jahr immer machen, egal wo. Das Resort Vida Pura hat keinen klassischen Swimmingpool. Robin Tenge will das genauso. Er hat diese Anlage vor 15 Jahren gegründet. Und weil er vor allem auf Surftouristen setzt, hat er auch kaum ein Problem, sein Wassersparmodell zu vermitteln. Wenn es in Portugal mehr Naturtourismus, Surftourismus, Ökotourismus gäbe, würden mehr Menschen mit einer anderen Mentalität kommen. Sie achten auf die Natur, weil sie mehr mit ihr verbunden sind. Man kann sie vermutlich sehr einfach davon überzeugen, kürzer zu duschen oder von sich aus bewusster zu sein. Im Gegensatz zum Massentourismus an den Stränden, den wir alle kennen, mit Privatstränden, Schirm an Schirm und Hochhäusern. Ich glaube, diese Leute sind einfach nicht so bewusst. Häuser ohne Pool und das benutzte Wasser wird komplett recycelt. Darauf ist der Niederländer besonders stolz. Das gesamte Abwasser, das aus den Gebäuden kommt, wird, nachdem es einen biologischen Filter passiert hat, in dieses Schilfbeet geleitet, das natürlich sehr grün ist, selbst in diesem trockenen Sommer. Und wenn das Wasser da herauskommt, ist es organisch bereits 98% sauberer, als es hineingekommen ist. Und dieses Wasser verwenden wir dann wieder für die Landwirtschaft. Jeder Tropfen, den wir entnehmen, fließt also direkt zurück in den Boden. Das verdorrte Gras auf dem Gelände zeigt deutlich, wie trocken es hier schon Anfang Juli ist. Ganz müssen die Urlauber im Vida Pura aber nicht auf einen Pool verzichten. Am Ende des Geländes hat Robin einen Teich angelegt. Mit Seerosen und Fröschen und einem Bereich zum Schwimmen. Seht ihr diese grünen Linien unter Wasser? Das sind Schwimmwände, die den Teil, in dem wir schwimmen, vom Pflanzenfilter trennen. Auf der anderen Seite der Wand befinden sich alle Arten von Pflanzen, die in Flusssystemen natürlich wachsen. Keine Filter, kein Chlor und das Wasser kommt von einem kleinen Fluss, der über das Gelände fließt. Alles also in Ordnung? Nicht ganz. Auch hier geht Wasser verloren. An einem windigen, warmen Tag verlieren wir 3000 Liter pro Tag. Ist das nachhaltig? Ich denke schon, denn ansonsten fließt der Fluss einfach ins Meer und das Wasser wird nicht genutzt. Isabel hat in der Zwischenzeit Besuch von ihrer neuen Freundin bekommen. Die einäugige Katze gehört fest zum Resort. Wir hatten gleich Freundschaft geschlossen, ne? Und ich freue mich dann immer und deshalb wähle ich dann auch den Urlaub so in der Natur, weil ich weiß, also dass Tiere da sind und ich will das bewusst. Bewusster Urlaub statt Poolhotel. Bislang ist das noch die Ausnahme. Aber abseits der Küsten gibt es auch andere alternative Tourismusangebote. Das Bergdorf Gondramash ist eines von 27 sogenannten Shish-Dörfern, gebaut im traditionellen Natursteinstil. Margarida Amaral hat sich als Architekturstudentin in das Dorf mit seinen alten Mauern verliebt. Damals waren viele Häuser des Dorfes verfallen. Nach und nach hat sie 7 der 70 Häuser aufgekauft, renoviert und zum Hotel umgebaut. Unsere Gäste lieben die Häuser und die Landschaft. Das hier ist mein Baby, diese kleinen Häuser hier. Das ist mein Lebensprojekt. Außen traditionell, innen alles topmodern. Hier haben Sie das Wohnzimmer und die Küche. Und Sie haben eine schöne Landschaft, die Berge und den Pool.
Wer nach Gondramasch kommt, hat garantiert eine gute Aussicht. Die Hänge sind im Norden von Portugal deutlich grüner als im Süden. Und die Touristen wohnen ganz authentisch Tür an Tür mit den alten Dorfbewohnern. Joao und Patricia sind extra darum aus England mit ihrem kleinen Sohn angereist. Es ist sehr friedlich, sehr ruhig und man hat immer noch einen gewissen Kontakt zu den Einheimischen, die sonst solche Dörfer verlassen. Woanders sieht man das nicht, weil es keine Investitionen gibt. Margarida Amaral brachte so den Tourismus nach Gondramasch. Im Dorf selbst waren die Alten zunächst skeptisch. Dona Carminda lebt seit über 70 Jahren im Dorf. Sie ist hier groß geworden. Früher gab es kein Fernsehen, also hat man sich getroffen. Wir trafen uns vor der Haustür und redeten und dann ist man schlafen gegangen. Bei ihr ist die Zeit ein wenig stehen geblieben. Die neuen Besucher findet sie nett, kann mit den meisten von ihnen bis heute aber nicht so richtig viel anfangen. Sie tun ja niemandem was Schlechtes. Wir mögen sie. Sie sagen guten Morgen, guten Tag. Worüber sprechen Sie mit den Touristen? Fragen Sie sie irgendwas? Ja, aber wir verstehen sie ja nicht. Ah, okay. Ciao, ciao. Ciao. Dona Carminda hat sich mit der neuen Entwicklung angefreundet. Denn auch dank der Einnahmen aus dem Tourismus kann das Dorf gemeinsam mit einer Nachbargemeinde 2 Arbeiter finanzieren, die das Dorf vor Waldbränden schützen. Die sind hier eine große Gefahr. Wir werden jetzt Feuerschneisen schlagen. Falls es ein Feuer gibt, kommt es dann nur bis zu einer Seite der Schneise und kommt nicht auf die andere Seite rüber. 2017 erlebte Portugal die schlimmsten Waldbrände seit Jahrzehnten. Dutzende Dörfer und Städte gerieten in Brand. Gondramasch aber nicht. Und das liegt auch an der Arbeit von José und Paulo. Die beiden müssen den gesamten Wald im Auge behalten. Heute fällen sie Eukalyptusbäume, wie ziemlich oft. Denn die sind besonders problematisch. Bei einem Brand werden die glühenden Eukalyptusblätter vom Wind ins Dorf geweht, fallen dort auf den Boden, auf die Dächer und schon haben wir das nächste Feuer. Fällen dürfen sie nur Eukalyptus, der wild gewachsen ist. Der Baum wird aber schon 2 Hänge weiter gezielt angebaut. Denn er hat eine starke Lobby, die Eukalyptusindustrie. Sie hat den Baum als Grundlage für die Papierproduktion eingeführt, weil Eukalyptus schnell wächst. Alle 8 Jahre ist so eine Pflanzung erntereif. Der Haken: der Baum entzieht dem Boden mehr Wasser als jeder heimische Baum. Trotzdem will die Eukalyptusindustrie die Anbaufläche sogar ausweiten, weil das helfen würde, Plastik zu vermeiden. Von Wasserbedarf und Brandgefahr kein Wort. José Bernardo hat für Eukalyptus wenig übrig. Wenn ich entscheiden könnte, würde ich hier alles fällen. 2017 ist Gondramasch gerade noch einmal davongekommen. Danach ist der Tourismus hier aber deutlich eingebrochen. Die Angst vor Waldbränden war groß. Margarida Amaral freut sich, dass inzwischen immer mehr Menschen ihre Furcht überwinden. Viele Menschen wurden von dem Feuer erfasst, konnten nicht entkommen. Es gab etwa 60 Tote. Wir versuchen, das in Erinnerung zu behalten, weil wir wissen, dass es problematisch sein kann, wenn man von Feuer eingeschlossen wird und keine Möglichkeit zur Flucht hat. Aber um ehrlich zu sein, ist das nichts, das man ständig im Hinterkopf hat. Margarida Amaral denkt häufiger darüber nach. Die Leute kommen ja nicht nur wegen der Häuser hierher, sondern sie kommen wegen der Landschaft. Ein Haus ist in einem Jahr wieder aufgebaut. Aber die Wälder, die Bäume brauchen 50 Jahre oder mehr, 100 Jahre. In Gondramasch haben sie einen Weg gefunden, sich zu schützen. Bislang. Es wird aber immer trockener und heißer in Portugal. Und auch der Eukalyptus breitet sich weiter aus. Jedes Jahr wird die Herausforderung für die Einsatzkräfte größer, Einwohner und Touristen zu schützen. Rui Rosinha hat als Feuerwehrmann nördlich von Lissabon gegen die Flammen gekämpft. Ein Einsatz, den er nur sehr knapp überlebt hat. Seitdem ist er gehbehindert. Er nimmt uns mit in das Versammlungszentrum der Vereinigung der Opfer von Waldbränden in Pedrógão Grande. Hier gibt es eine Gedenktafel für seine Kameraden, die den Einsatz nicht überlebt haben. Es sind viele.
Bis heute habe ich das nicht verarbeitet. Wahrscheinlich werde ich es nie verarbeiten. Ich habe Verbrennungen erlitten, genau wie viele andere. Ich bin beschädigt, ein Verletzter. So geht es vielen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man 3, 4, 5 Familienmitglieder verloren hat. Wir alle sind Opfer. Alle, die vor Ort waren. Alle, die in der Region wohnen, sind Opfer. 12 Autominuten entfernt liegt das Schwimmbad von Castañera de Pera. Unter normalen Umständen ein absolutes Negativbeispiel für Wasserverschwendung. Doch während des großen Feuers 2017 war der XXL-Pool ein Segen. Als der ganze Ort vom Feuer eingeschlossen war, flüchteten viele Menschen damals ins Wasser im Schwimmbad. Für Rui ist das hier deshalb auch heute noch ein besonderer Ort. Das Schwimmbad sieht er seit dem Feuer mit anderen Augen. Das Durcheinander war enorm, weil das Feuer so riesig war. Ein gigantisches Inferno. Die Menschen in diesem Schwimmbad wurden zu einer Art Schicksalsgemeinschaft. Und die Leute, die hier arbeiten, haben alles getan, um sie durch die Nacht zu bringen. Sie haben ihnen in dem Pool hier Schutz gegeben bis zum nächsten Tag. Waldbrände haben im vergangenen Jahr auch das Resort Vida Pura an der Algarve angegriffen. Ein Feuer so groß, dass es sogar vom Strand in Otseish aus zu sehen war. Robin zeigt uns die Schäden, die er damals mit der Kamera dokumentiert hat. Ihr seht, alles schwarz verkohlt. Das ist das Gästehaus. Die Zimmer. Es ist ziemlich erschütternd, sie wiederzusehen. Ich habe es mir seit dem Feuer nicht mehr angesehen, um ehrlich zu sein. Ich bekomme immer noch eine Gänsehaut. Waldbrände hat es in Portugal auch früher gegeben. Doch seit es immer trockener und heißer wird, nehmen auch die Zerstörungen zu. Im Resort Vida Pura sind damals 60% der Anlage abgebrannt. Ich glaube, ich war ein bisschen naiv, weil ich überall Holzterrassen gebaut hatte. Mir ging es beim Holz um organische und rustikale Gefühle. Aber die schiere Hitze dieses Drachens, der vorbeizog, hat einfach eine Selbstentzündung ausgelöst. Das musste nicht einmal in der Nähe des Feuers sein. Und es gab eine Art Barbecue, einen Regen aus kleinen glühenden Kohlen. Wer also Holz um seine Häuser herum hat, ist dazu verdammt abzubrennen, leider. Die Aufbauarbeiten sind noch in vollem Gang. Unterdessen haben die Eigentümer der Hänge gegenüber schon wieder Eukalyptus gepflanzt. Dabei hat genau diese Baumart das Feuer damals erst so richtig entfacht. Wie hält Robin das aus? Die Eukalyptusindustrie. Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil sie natürlich 2 oder 3% des Bruttosozialprodukts erwirtschaftet. Versuch mal mit ökologischen Argumenten gegen die anzukommen. Unmöglich. Wir waren schon immer sehr gegen die Papierindustrie und gegen Navigator. Das ist das größte Unternehmen. Denen gehört das alles da drüben. Aber ich musste meine Sichtweise ein wenig ändern. Denn wenn man sie nicht schlagen kann, ist es besser, sich ihnen anzuschließen. Sie haben ihre eigenen Hubschrauber und Feuerwehrleute. Sie sind sofort einsatzbereit. Trotz Brandgefahr und Klimakrise möchte Robin hier gerne auch weiterhin Touristen begrüßen. Und auf ihrer Farm hofft Margarida, dass Landwirtschaft und Tourismus rechtzeitig zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der knappen Ressource Wasser finden. Wenn das Wasser ausgeht, dann geht es für alle aus. Und das wird wahrscheinlich schon sehr bald passieren, leider. Ihr Wunsch? Alle, Einwohner und Touristen, sollen Portugal weiterhin so schön erleben können, wie es immer schon war.